Eine Frau macht Baupläne. Wie ist sowas möglich? Die Frauen haben schon richtig krasse Arbeit. Hallo. Gleichberechtigung der Geschlechter, das ist immer noch so ein großes Thema und es wird noch viel darüber geschrieben, diskutiert, gepostet. Total. Ich meine, wir sind ja alle Menschen und genau deswegen sollten wir doch gleichberechtigt sein. Ich weiß gar nicht, warum man da heutzutage noch diskutieren muss. Gute Frage. Wir hören uns dazu erstmal in Köln um. Was fällt euch zum Thema Gleichberechtigung ein? Findet ihr, das ist heutzutage gut, wie es läuft, oder sagt ihr, da muss noch was geändert werden? Irgendwie finde ich, ist es immer noch ein echt krasses Thema. Bei Social Media oder in Musikvideos ganz besonders werden so oft Frauen als Gegenstand abgestempelt. Ja. Ich mag das gar nicht, besonders als wenn man so ein Ding wäre, was man einfach so benutzen könnte und wieder wegschmeißen könnte, wenn man es nicht mehr braucht. Das ist ja schon sehr unfair, vor allem wenn es um Gehälter geht, dass Männer mehr bezahlt werden als Frauen, weil die Frauen ja im Endeffekt denselben Job oder vielleicht sogar einen besseren Job abliefern. Das stimmt, das ist super unfair. Du hast es gesagt, wenn man die gleiche Arbeit macht und der andere wird einfach mehr bezahlt. Das ist super krass. Es wird ja sau oft gesagt, dass Männer nicht heulen dürfen, dass sie immer stark sein müssen, kaum Gefühle zeigen dürfen, weil es dann schwach ist. Und man darf ja nicht schwach sein. Und ich finde, das gehört dazu, dass man das aus der Welt schafft. Und solange es Vorurteile gegen Frauen oder auch gegen Männer gibt, gibt es keine Gleichberechtigung in Deutschland. Ja. Und wo findest du, muss man in Deutschland gerade zum Thema Gleichberechtigung noch was tun? Gleichberechtigung hat ja auch viel mit Sprache zu tun. Und da ist es in der Sprache ist es halt auch wichtig, dass ich mich willkommen fühle, egal ob männlich, weiblich oder divers. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau irgendwie Kfz-Mechanikerin werden will, ist ja also von der Gesellschaft her ein Männerjob sozusagen. Aber ich finde halt, dass das sozusagen ein Job sein sollte für jeden. Im Alltag scheint es mit der Gleichberechtigung heutzutage noch nicht ganz angekommen zu sein. Stimmt, deswegen macht es voll Sinn, dass man noch drüber redet. Wir springen jetzt mal 70 Jahre zurück und gucken, wie es damals so aussah. Lisa und Lena besuchen das 50er-Jahre-Museum in Büdingen. Das vermittelt, wie die Menschen damals lebten. Oh. Nice. Boah, ich hätte so Lust, damit zu fahren. Die 50er Jahre waren in der Bundesrepublik Deutschland eine Zeit des Aufbruchs. Die Wirtschaft brummte und neue Trends eroberten das Land. Aber wie fortschrittlich war das Frauenbild zu dieser Zeit? Hier sind auch interessante Bücher. Das Handbuch der guten Ehe. Ob dort die Tipps so gut sind von damals, von der Zeit? Oha, einen solchen schrecklichen Anblick sollte die kluge Frau ihrem Gatten ersparen. Hallo? Ich finde, der sieht auch nicht so hammermäßig aus in dem Bild. Tolles Buch. Ob sinnvoll oder nicht, das Hobby des Mannes ist ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit und Familie. Okay, das Hobby des Mannes. Und was ist mit dem Hobby der Frau? Stimmt. In anderen Büchern konnten Frauen nachlesen, womit sie sich stattdessen beschäftigen sollten. Ihrem Aussehen und gutem Benehmen. Ein akzeptiertes, weil auch nützliches Hobby war Handarbeit. Aha, Stricken. Ich fand das so cool. Bei uns im Unterricht hatten wir einen Typen, der das mit uns gemacht hat. Und der war am besten von allen. Wir waren alle komplett schlecht, er war einfach am besten. Ich denke, es haben schon Männer gestrickt, aber ich denke heimlich. Das öffentliche Bild war ein anderes, auch in der Musik. Männern gehörte der Rock'n'Roll. Frauen sollten zuckersüß sein. Ich würde die so gern anhören, das wäre jetzt richtig nice. Kennt ihr die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe, von der ganz Marokko spricht? Aber ich muss schon sagen, Lena, ich habe so viele Fragen gerade. Ich würde voll gern einfach viel mehr wissen. Lass mal gucken, ob wir vielleicht ein paar Antworten kriegen. Finde ich cool. Hallo! Na? Hi, Lisa, freut mich. Hallo, das finde ich auch ganz toll. Ich bin Susanne. Susanne Brüggemann ist Expertin für das Leben in den 1950er Jahren und für die damalige Rolle der Frauen. Okay, wir sind jetzt 19. Wie sähe unser Leben jetzt in den 50ern aus? Ja, dann müsst ihr euch jetzt auf eure zukünftige Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereiten. Alle hatten eine 8- bzw. 9-jährige Schulzeit hinter sich. Und dann hattest du die Auswahl, zu Hause zu bleiben, um dort weiter Haushalt bei der Mutter mitzulernen oder im elterlichen Betrieb zu helfen, was auch viele Mädchen gemacht haben.
Und wo das Geld so ein bisschen knapp war, dann wurde auch von den Eltern gesagt, das lohnt sich nicht, dass wir in dich noch mit einer Ausbildung oder einem Studium sogar investieren, weil du heiratest ja eh. Geplant so Anfang 20. Anfang 20? Ja. Das Aufgabenfeld dieser Frauen war klar umrissen. Sie hatten einfach alles zu erledigen, was zum Haushalt gehörte, zum Beispiel bügeln, nähen, putzen, kochen oder spülen. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Darüber hinaus war es natürlich auch Sache der Frauen, die Kinder zu versorgen und zu erziehen. Ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Euer Reich. Unser Reich. Unser Reich, ich fühle mich super wohl. Ich auch. Blau und Rot, wer möchte Blau? Rot? Du musst ja auch mit einer Schürze immer attraktiv und schick aussehen, Ach so. weil du nicht weißt, wer an der Tür klingelt vielleicht oder an deinem Gartenzaun vorbeikommt. Hallo. Sehr schön. So. Genau. So, jetzt kannst du anfangen zu arbeiten. Alles, was in der Küche zu sehen ist, nämlich kochen, abwaschen. Guckt mal rum, was ihr noch seht vielleicht, außer... Könnten wir das schon aufteilen, kochen, abwaschen? Haushaltsgeräte wie diese Spülmaschine gab es bei den wenigsten Familien. Das meiste musste von Hand erledigt werden. Das ist ein Bohnerbesen. Ein was? Ein Bohnerbesen. Und was Das ist schwere Knochenarbeit gewesen. Fass mal an. Ach du Scheiße. Man merkt, Lena macht nicht so viel, weil guck, Nimm mal euch meinen Bizeps an. Ja, gut. Ja. Krass, schon ein richtiges Workout für eine Frau dann eigentlich, oder? Ja, es war harter Knochenjob, das, was sie zu tun hatten. Es war nicht jeden Tag Bohnen, es gab dann vielleicht einen anderen Tag, wo die große Wäsche gemacht wurde. Es ging morgens um 5 los, Waschkessel anheizen. Mit einem Waschbrett musste alles geschrubbt werden. Es ging also wieder alles hier auf die Arme. Ja. Muskeln hatten die schon gut da zu der Zeit. Boah, man unterschätzt es schon, die Frauen hatten schon richtig, richtig krasse Arbeit. Arbeit und Hausfrau sein, das gehörte aber nicht immer zusammen. Der Begriff Hausfrau entstand vermutlich im Mittelalter. Er beschrieb aber nicht die Aufgaben der Frauen wie Kochen oder Putzen, sondern ihre Stellung im Haus. Sie waren wohlhabende Herrinnen, die über die Hausangestellten bestimmten. Hausarbeit kam für sie nicht in Frage. In ärmeren Familien konnten es sich Frauen gar nicht leisten, nur im Haushalt zu arbeiten. Sie packten auch auf dem Feld und im Stall mit an oder arbeiteten als Händlerinnen, Näherinnen oder Weberinnen. Die Rolle der Frau als Hausfrau, wie wir den Begriff heute verstehen, wurde erst vor rund 200 Jahren festgelegt. Zu dieser Zeit entstanden große Fabriken. Dort arbeiteten Frauen und Männer gleichermaßen, bis zu 16 Stunden am Tag, Frauen allerdings zum halben Lohn. Viele Frauen aus ärmeren Familien blieben aber daheim, um die oft große Zahl an Kindern zu versorgen und den Haushalt zu führen. Meistens arbeiteten sie aber zusätzlich von zu Hause aus, etwa als Wäscherinnen oder Näherinnen, weil der Lohn des Mannes nicht zum Überleben reichte. Außerdem verbreitete sich damals die Meinung, dass ein Beruf für Frauen ohnehin nichts wäre. Frauen seien von Natur aus dafür gemacht, sich um Haus und Familie zu kümmern. Schließlich seien sie von ihren Gefühlen gesteuert. Männer eigneten sich dagegen für den Beruf, weil ihr Gehirn ihr Handeln lenke. Ende des 19. Jahrhunderts war die Frau als Hausfrau dann das Ideal. Eine Ehefrau hatte keinen bezahlten Beruf, war vom Mann abhängig und kümmerte sich um Familie und Haushalt. Dass sie den Haushalt zu führen hatte, war in Deutschland seit 1900 sogar gesetzlich festgeschrieben. Und was war mit den Männern? Weil die haben ja nicht wirklich so viel im Haushalt mitgeholfen. Die Männer waren noch den ganzen Tag weg. Ja. Die gingen morgens um 6 aus dem Haus und kamen abends zwischen 6 und 7 wieder zurück. Krass. Und hat dann zu Hause gesessen und ließ sich von der Frau verwöhnen. Aber die Frau war ja auch körperlich erschöpft. Ich meine, beide haben gearbeitet, aber der Mann hatte irgendwie früher aus als die Frau, ne? Es gibt so eine Zeitung, da stand, die 2 wichtigsten Aufgaben der Frauen sind zu überlegen, was kann ich anziehen, damit ich ihm gefalle? Und die zweite, was kann ich ihm kochen, damit er sich freut? Auch die Werbung der damaligen Zeit machte den Frauen klar, es ist ihre Pflicht, die Männer zu umsorgen. Es ist wirklich etwas daran.
Die Stimmung des ganzen Tages kann durch den Anblick eines richtig gedeckten Frühstückstisches bestimmt werden. Und die Liebe des Ehemannes geht nicht allein, wie die Spötter behaupten, durch den Magen, sondern auch durch die Augen. Der Höhepunkt des Abends ist das Glas Bier. Das Einschenken des Bieres bietet auch die Möglichkeit, den ganzen schönen Aufbau des Abendtisches mit einer einzigen Überschwemmung zunichte zu machen. Na denn, guten Appetit, Paul. Guten Appetit. Zum Donnerwetter, der kann einer vergehen. Bei deiner Tischdeckerei, bei dieser lieblosen Aufmachung. Danke, ich bin schon satt. Na, hat's wieder Ärger gegeben? Ach, immer das alte Leiden. Kein bisschen Gemütlichkeit bei Tisch. Das sieht doch bei euch ganz anders aus. So einladend, so festlich. So eine Werbung würde heute auseinandergenommen werden, weil das ist so abwertend der Frau gegenüber. Du hast so einen Typen, der sowas zu dir sagt, ich will den Kuchen nehmen und ihm so ins Gesicht klatschen. Und es waren bestimmt nicht alle Männer, die das auch von den Frauen verlangt haben. Das denke ich nicht. Aber trotzdem, die Gesellschaft war ja so eingestellt. Selbst für die Männer, was ist denn, wenn der Mann eher so ist, ich will jetzt kochen? Und die Frau so, okay, ich würde arbeiten gehen. Das ging ja gar nicht. Die Hauptperson unserer Geschichte ist die Mutter Kessler. Eine Geschichte, die Sie zweifellos als Märchen bezeichnen würden. Frau Kessler hat nämlich für ihre Familie ohne fremde Hilfe ein Haus gebaut. Die Geschichte klingt so unwahrscheinlich, aber sie ist wahr. Doch, sie ist wahr. Vom Ausheben der Grube bis zum fertigen Haus kümmerte sich Frau Kessler nämlich um alles selbst. Auch die Baupläne fürs Haus hatte sie gezeichnet. Eine Frau macht Baupläne. Wie ist sowas möglich? Haben Sie das gelernt? Also ich finde es total unhöflich. Ich finde es auch, würde jemand so mit mir reden, hätte ich gar keine Lust, mit so einer Person eigentlich zu reden, weil er sie ja zum Teil echt total belächelt hat. Also wenn dieser Beitrag von über einem Mann gewesen wäre, glaube ich nicht, dass er so groß gewesen wäre. Und ich glaube, dass der Moderator auch ganz anders mit dem Mann umgegangen wäre. Ja, das glaube ich auch. Und vor allem hat sie ja ein krasses Haus gebaut. Die ist ja crazy, die ist ja total talentiert. Das hätte er wahrscheinlich nicht geschafft. Nee. Worauf es als Frau wirklich ankam, zeigte auch die Spielshow Die ideale Frau von 1957, ebenfalls moderiert von einem Mann. Da heißt es jetzt ganz genau Acht geben, ja? Die Teilnehmerinnen mussten Tänze erkennen, Quizfragen zu Hausfrauenthemen beantworten und ihre Kochkünste unter Beweis stellen. Also, die Aufgabe heißt, die beste und schönste Mayonnaise zu machen in kürzester Zeit, ja? Auf los geht's los. Los! Stell mal vor, du machst jetzt eine Zeitreise und sitzt in der Show. Ich glaube, entweder wäre ich total geschockt und sauer oder ich müsste so lachen und denke, ich bin in irgendeiner Comedy-Show. Hier wäre es cool gewesen, wäre da auch eine Frau gewesen, die mitmoderiert hätte. Dass nicht nur der Mann die ganze Zeit redet. Und dass die was sagen können. Ja. Die sitzen da sowieso schon so gefühlt in... Ein Käfig? Ja, wirklich. Und heutzutage... Und wie schlecht man sich bestimmt gefühlt hat, wenn man nicht die volle Punktzahl bekommen hat, weißt du, dann heißt es ja gleich natürlich... Du bist eine schlechte Frau. Ja, genau, ich bin eine schlechte Frau. Auch auf Lena und Lisa wartet jetzt eine Aufgabe. Das große Tic-Tac-Quiz der Gleichberechtigung. Im Tante-Emma-Laden des Museums sollen sie erraten, welche Rechte sich Frauen wann erkämpft haben. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin jetzt eure Quizmasterin. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Ich bin gespannt. Müssen wir malen oder müssen wir wirklich was schreiben? Ihr müsst da was draufschreiben. Oh, oh. Ich habe schon Smiley gemalt. Okay, Frage 1. Ab wann durften Frauen in Deutschland wählen? Weißt du das? Oh nein, ich glaube, das ist viel zu früh, aber ich glaube, ich bin viel zu spät. Okay. Fertig? Dann dreht einmal die Zahlen um. Ich bin zu früh. Wir lösen auf und die richtige Zahl ist nicht dabei, aber Lena ist dichter dran. Es ist 1918 schon gewesen. Der lange Kampf ums Frauenwahlrecht in Deutschland begann vor mehr als 150 Jahren.
Politische Entscheidungen lagen zu dieser Zeit komplett in Männerhand. Das wollten einige Frauenrechtlerinnen ändern. Inspiriert durch die Forderungen der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, kämpften sie für mehr Rechte für Frauen. Die Autorin Luise Otto Peters etwa forderte vor allem mehr Möglichkeiten für Frauen zu arbeiten und sie gründete den ersten Frauenverein in Deutschland. Ab 1900 gingen immer mehr Frauen auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Die Erzieherin Clara Zetkin rief 1911 den ersten Internationalen Frauentag ins Leben, der von nun an jedes Jahr begangen wurde. Die wichtigste Forderung in den ersten Jahren: das Wahlrecht für Frauen, damit Frauen in der Politik endlich mitbestimmen konnten. Am 12. November 1918 war genau das erreicht. Frauen in Deutschland durften nun tatsächlich wählen. Der Punkt geht an Lena. Die zweite Frage. Lisa, das klappt bestimmt. Ab wann erlaubte der Deutsche Fußballbund Frauenfußball offiziell? Was denkst du so? Das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Ich schieße mich damit, ein bisschen ins Aus. Ach Mann, ich kann das nicht. Nein, wir sind fertig. 3, 2, 1. Nein, das ist voll peinlich. Umdrehen. Das ist super peinlich, das ist jetzt schwer. Und hier kommt die Lösung. 1930 gründete Lotte Specht in Frankfurt den ersten Damenfußballclub. Antreten konnten die Fußballdamen aber nur gegen Männermannschaften. Und da es massive Proteste gegen fußballspielende Frauen gab, wurde der Club schon nach einem Jahr wieder aufgelöst. 1955 beschloss der DFB, der Deutsche Fußballbund in der Bundesrepublik, selbstverständlich ein reiner Männerverein, den Frauen das Fußballspielen zu untersagen. Die Begründung: im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Inoffizielle Frauenfußballspiele gab es trotzdem. Aber erst 1970 wurde das offizielle Verbot des DFB aufgehoben, allerdings mit einigen Einschränkungen, wie zum Beispiel einem kleineren Ball und kürzerer Spielzeit. Dann ist die Antwort 1970. Du warst schon wieder dichter dran. Der zweite Punkt für Lena. Frage Nummer 3. Wann stand in der Verfassung der Bundesrepublik, dem Grundgesetz, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind? Eins, zwei, drei. 1960 Lena, 1948 Lisa. Und das ist die Lösung. 1948 und 1949 erarbeiteten 61 Männer und 4 Frauen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Vor allem Elisabeth Selbert von der SPD setzte sich hartnäckig dafür ein, dass der Satz „Frauen und Männer sind gleichberechtigt" im Grundgesetz stehen sollte. Zunächst vergeblich. In den ersten beiden Abstimmungsrunden wurde gegen diese klare Formulierung gestimmt. Selbert organisierte daraufhin eine Postkartenkampagne und hielt zahlreiche Reden. Viele Frauen schickten wütende Briefe an die Entscheidungsträger. Die Politiker gerieten dadurch unter Druck. Schließlich wurde der Satz als Artikel 3 Absatz 2 aufgenommen und am 8. Mai 1949 mit dem Grundgesetz verabschiedet. Deutschland war damals noch in 2 Staaten geteilt, die BRD und die DDR. In der Verfassung der DDR war die Gleichstellung von Mann und Frau seit 1949 wie selbstverständlich festgeschrieben und sie wurde in vielen Bereichen konsequent verfolgt, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Alter! Er ist sehr nah dran. Hat irgendjemand hier die... Damit steht der Gewinner fest, das ist Lena. Applaus für Lena. Das ist echt krass. Endlich bin ich mal die Schlauere. Habt ihr gut gemacht. Danke. Voll gut. Ich finde es so interessant, was wir jetzt alles gelernt haben, aber was mir nicht aus dem Kopf geht, ist, dass 49 hieß es, die sind gleichberechtigt, aber sie waren noch gar nicht gleichberechtigt. Stimmt. Sowas dauert ja auch immer lange. Das ist eine ganze Generation oft, bis die Menschen sich daran gewöhnt haben. In den Köpfen herrschte immer noch das unterschiedliche Verhältnis von Mann und Frau.
Bis 1958 standen dem Mann viel mehr Rechte zu. Generell hatte er in allen Familiendingen das letzte Wort. Egal, ob es darum ging, wo die Familie wohnte oder wann es Abendessen gab. Ein eigenes Konto stand einer Ehefrau nicht zu. Das gesamte Vermögen verwaltete der Mann und gab seiner Frau einen bestimmten Betrag, mit dem sie Einkäufe für den Haushalt erledigen konnte. Arbeitete die Ehefrau, musste sie ihren Verdienst dem Mann überlassen. Fand der Ehemann, seine Frau vernachlässige ihre Pflichten im Haushalt, konnte er ihren Job jederzeit kündigen. Und kam es hart auf hart, durfte er seiner Ehefrau sogar den Schlüssel zur gemeinsamen Wohnung abnehmen. In Sachen Gleichberechtigung ist in den letzten 70 Jahren also viel passiert. Und dazu passen unsere TikTok-Top 3 der wichtigsten Ereignisse für mehr Gleichberechtigung in Deutschland. Auf Platz 3 das Gleichberechtigungsgesetz von 1958. Im Mai 1957 diskutierten die Politikerinnen und Politiker im Bundestag der Bundesrepublik lange und hitzig über ein Gesetz für mehr Gleichberechtigung. Frauen sollten unter anderem auch ohne die Zustimmung ihres Mannes einen Führerschein machen oder ein Konto eröffnen dürfen. Besonders stritten die Politiker darüber, ob Frauen gegen den Willen ihres Mannes arbeiten dürften. Heraus kam ein Kompromiss. Sie durften, aber nur solange sie ihre Familie nicht vernachlässigten. 1958 trat das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz in Kraft. Erst 19 Jahre später war es Frauen dann ohne Einschränkungen erlaubt, eigenes Geld zu verdienen. Außerdem war Ehefrauen die Hausfrauenrolle nun nicht mehr gesetzlich zugewiesen. Stattdessen hieß es jetzt im Gesetzbuch, die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegenseitigen Einvernehmen. Auf Platz 2 gleicher Lohn für Männer und Frauen, naja, theoretisch. Während im Osten Deutschlands, in der DDR, bereits seit 1949 der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit galt, war die Bundesrepublik davon jahrzehntelang weit entfernt. Erst 1980 einigten sich die deutschen Politikerinnen und Politiker auf Druck der Europäischen Gemeinschaft auf ein Gesetz zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz. Das Gesetz war aber eher eine Empfehlung für Unternehmen. 1994 wurde es noch einmal verschärft. Trotzdem gibt es bis heute bei gleicher Arbeit Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern. Platz 1, die erste Bundeskanzlerin. Eine Frau an der Spitze der Bundesrepublik? Das konnten sich bei einer Straßenumfrage vor rund 50 Jahren noch die wenigsten vorstellen. Als Bundeskanzler nicht gerade. Aber da würde ich doch sagen, lieber Mann. In einem Land wie die Bundesrepublik, muss ich ehrlich sagen, bis jetzt nein. Rund 40 Jahre später passierte es aber tatsächlich. Zum ersten Mal wurde eine Frau Bundeskanzlerin. Nach einem knappen Sieg bei der Bundestagswahl 2005 löste Angela Merkel Gerhard Schröder ab und blieb 16 Jahre lang im Amt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wie geht's euch mit der Gleichberechtigung? Beschäftigt euch das Thema? Und falls ihr keine neue Folge verpassen wollt, abonniert einfach unseren Kanal und lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.